herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich mein Everyday Clean Girl Make-up mache und ich verspreche, dass es wirklich jeder von euch hinbekommen wird. Ich weiß, dass ich mit diesem Video wirklich echt zu spät bin. Der Trend ist schon wirklich gefühlt jahrelang, aber ich bin noch gar nicht dazu gekommen, dieses Video zu drehen, deswegen mache ich das jetzt. Ich bekomme nichts Krasseres hin, außer dieses natürliche, also eher diesen natürlichen Look. Ja, ich bin nicht so krass gut begabt im Schminken, deswegen mache ich es immer komplett simpel und denke, dass ihr das genauso gut hinbekommen werdet wie ich nach diesem Video. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, würde ich mich wirklich super darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet und vielleicht einen kleinen Kommentar da lassen würdet. Ja, darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ja, jetzt zum Video. Ich habe meine Haare schon gemacht, wie ihr seht. Ich habe mir hier so einen sleek geflochtenen Zopf gemacht, deswegen ist es schon alles gut. Normalerweise fange ich ja immer mit meiner Skincare-Routine an. Die habe ich aber schon im Vorhinein gemacht und muss dementsprechend nur noch meine Sonnencreme auftragen. Momentan benutze ich die hier von Cosrx, die ist mit Aloe Vera und die trage ich halt immer so großzügig auf. Ich nehme immer so 1 bis 2 Finger lang und schmiere mir das so ins Gesicht. Es ist momentan wirklich so unglaublich warm in Berlin und man weiß gar nicht, was man machen soll, außer irgendwie sich draußen in den Schatten zu setzen, an den See zu setzen und mit seinen Freunden zu chillen. Bitte vergiss nicht, jeden einzelnen Tag Sonnencreme zu benutzen. Das ist wirklich mega wichtig. UV-Strahlen kommen auch, wenn es total bewölkt ist, wenn es schneit, wenn es regnet. Wenn ihr die Hautalterung so gut wie möglich vermeiden wollt, dann benutzt jeden Tag Sonnencreme. Deswegen wichtig, Freunde. Wichtig. Ich glaube, vor ca. 2 Monaten habe ich mein erstes Video hochgeladen über koreanische Hautpflege, welche ich benutze, auch für meine Aknehaut. Und wie ihr sehen könnt, ist es auf jeden Fall schon viel, viel, viel besser geworden. Und ich bin wirklich so happy, dass ich es angefangen habe und mich dafür entschieden habe. Ich habe gar keine Ausbrüche mehr, also ich bekomme kaum Pickel. Meine Haut ist jetzt einfach nur noch am Heilen. Ich habe sehr viele Pigmentflecken auf der Haut, aber ich glaube, das wird alles von Zeit zu Zeit verschwinden. Ich werde mir auch wahrscheinlich irgendeine Hautbehandlung machen lassen bei der Kosmetikerin und dann wird es sich schon alles richten. Aber das war alles durch meine starke Akne nicht vermeidbar. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die Tablette noch nehmen werde. Vielleicht 3-4 Monate maximal und dann bin ich fertig mit der Therapie. Fürs Erste, ich weiß halt nicht, wie lange die Tablette bei mir wirken wird und was ich danach machen werde. Wie lange die Akne-Nomin-Therapie bei euch gehalten hat, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben oder mir auf Insta schreiben. Ich wäre wirklich super happy damit, wenn ich andere Erfahrungen zu hören bekomme. Die Sonnencreme ist jetzt eingewirkt und jetzt nehme ich meinen e.l.f. Grip Primer, packe den mir so ein bisschen auf den Finger und packe ihn mir so ins Gesicht. Ich benutze es auch nicht jeden Tag. Ich benutze es halt nur so für Tage, wo ich extrem lange draußen bin und halt nicht die Möglichkeit habe, noch mein Make-up zu fixen. Dementsprechend ist es eigentlich nicht so wichtig. Also ihr könnt ganz normal diesen Step auch überspringen. Nach dem Primer benutze ich hier auch diesen e.l.f. Halo Glow Liquid Filter. Und ich muss sagen, ich liebe den. Ich liebe den wirklich so unglaublich doll. Seitdem meine Haut heilt und ich nicht mehr diese ganzen Ausbrüche habe, ist es wirklich so ein geiles Produkt für mich. Ich liebe es, dass meine Haut so richtig fett glowt und richtig gesund aussieht. Und dadurch, dass diese Foundation nicht so eine große Deckkraft hat, finde ich, dass meine Haut dann noch mehr natürlicher aussieht. Die meiste Zeit packe ich mir das immer so ein bisschen ins Gesicht, ein paar Dots. Also ich muss auch sagen, dass man nicht unbedingt immer diese High-End-Produkte braucht. Mittlerweile ist es wirklich so krass, dass so viele junge Mädels nur noch High-End-Produkte haben wollen, weil sich das so in Social Media durchgesetzt hat, dass man nur noch High-End-Produkte besitzt, beziehungsweise extrem viele High-End-Produkte besitzt. Und ich habe auch gar nicht so viele High-End-Produkte, muss ich sagen. Ich benutze auch Schminke aus DM oder Rossmann, wo die eigentlich genauso gut sein könnten wie, weiß ich nicht, von Sephora oder so. Ja, you do you, aber ihr braucht es wirklich nicht für den Anfang, wenn ihr Anfänger seid oder sonst irgendwas. Ich benutze die Farbe Fairlight und ich muss sagen, dass ich mich total verschätzt habe eigentlich mit der Farbe. Obwohl ich dachte, als ich die in Douglas geswatcht habe, dass die wirklich nicht so dunkel ist. Also dieses Licht in den ganzen Läden ist
so scheiße. Bei diesem Make-up finde ich einfach schon direkt, wie krass meine Haut anfängt zu glowen. Es ist einfach unglaublich. Ich liebe dieses Produkt. Also ich habe 2 Concealer. Einmal den Maybelline Fit Me Concealer und einmal den Liquid Camouflage Concealer von Catrice. Ich benutze beide sehr, sehr gerne, obwohl ich tatsächlich eher zum Catrice Concealer gehen würde. Immer hier so an die Nase, an die Mundwinkel, unter das Auge, dann hier noch ein bisschen oben und dann halt noch an die Seiten, wo man die Rötungen ein kleines bisschen mehr sieht. Es ist halt wirklich extrem grob. So, dann verblende ich es jetzt erstmal. Ihr müsst auch wissen, wenn man wirklich frisch in die YouTube-Szene eintritt, ist es extrem komisch, vor der Kamera zu reden. Also ich spreche ja jetzt mit einer normalen Kamera. Ich finde es wirklich extrem gewöhnungsbedürftig, jedes Mal einfach in die Kamera frei zu sprechen. Ich muss es immer noch lernen, es ist immer noch sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, Übung macht den Meister und dann wird das alles schon. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gut verblendet. Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, ich bin zufrieden. Aber als allernächstes habe ich hier den Rare Beauty Blush und ich muss sagen, ich bin verliebt. Ich habe ihn von einer Freundin zum Geburtstag bekommen und ich bin dir so dankbar, dass ich diesen Blush bekommen habe. Ich liebe den unglaublich doll. Der ist auch so ergiebig. Man braucht wirklich nicht viel, damit man ein sehr gutes Ergebnis bekommt. Am Anfang hatte ich so ein bisschen das Problem, dass ich zu viel benutzt habe auf einmal, weil ich es gewohnt war, eher viel Produkt aufzutragen, da meine damaligen Produkte, die ich benutzt habe, nicht so eine krasse Deckkraft hatten wie das hier. Deswegen sah ich dann mit dem Gesicht aus wie ein Clown, was nicht gut aussah. Ich zeige es mal ein bisschen. Hier so einen kleinen Punkt und hier so einen kleinen Punkt und es reicht komplett. Schaut mal, wie sehr die Farbe durchkommt, obwohl es einfach nur 2 minimale Pünktchen waren. Danach nehme ich noch kurz meinen Beauty Blender, versuche die Farbe jetzt noch ein kleines bisschen einzuarbeiten, damit es ebenmäßiger aussieht. Perfekt. Das, was ich auch sehr gerne mache, ist ein bisschen Highlighter auf die Stellen zu packen, die ein bisschen mehr hervorstechen sollen. Dazu benutze ich den Halo Glow Highlighter von e.l.f. in der Farbe... Ich glaube, das war irgendwas mit Champagner, weil es steht hier nicht drauf. Ja, Champagner. So, dann quetsche ich hier ein kleines bisschen raus und gebe das jetzt so auf ein paar Stellen, die ich mehr highlighten möchte. Und dann tupfe ich das mit meinen Fingern ab. Sehr gerne benutze ich auch hier so ein Peach Puder. Das ist von Skinfood, das ist eine koreanische Marke. Das könnt ihr auch genauso auf YesStyle kaufen. Und dann benutze ich halt sehr gerne ein bisschen was, um mein Make-up ein bisschen zu setten, damit es nicht verrutscht. Leute, ich bin ehrlich, ich finde es irgendwie richtig komisch, dass ich mit Social Media angefangen habe und dass ich mit in dieser Social Media Branche auch agieren kann, weil ich mir eigentlich nie so Gedanken gemacht habe, aber irgendwie habe ich immer in meiner Kindheit es geliebt, vor der Kamera zu stehen. Ich war immer sehr mutig und sehr offen und dachte mir so, okay, ich kann das jetzt auch mal ausprobieren. Warum nicht? Ich bin auch so der Meinung, ich sollte auch mehr auf die Meinungen scheißen, weil es bestimmt auch Menschen gibt, die mich nicht mögen, die sich über mich lustig machen. Aber ich denke mir so, ja Leute, macht euch euer Ding, ich mache mein Ding. Ihr müsst euch das ja nicht angucken. Es gibt bestimmt Menschen, die es mögen, was ich mache. Es gibt Menschen, die es nicht mögen, was ich mache. Aber es ist mir mittlerweile egal. Ich versuche zu lernen, damit umzugehen, weil ich eine Person bin, die mehr insecure ist oder war. Und das hilft mir, mich zu pushen, mein Selbstvertrauen wiederzugewinnen und stärker aufzubauen. All meine guten Freunde, meine Familie, mein Freund, alle unterstützen mich, wofür ich extrem dankbar bin. Und ich mache einfach mein Ding. Es muss ja nichts Großes werden. Ich will einfach nur mein Hobby machen, weil Social Media irgendwie so mein Hobby geworden ist. Es macht mir Spaß. Ich mag es, mit euch zu reden. Ich mag mein Leben zu teilen. Und ich finde es einfach toll. Ich mag es einfach. Leute, ich bin auch so krass aufgeregt, weil es für mich in circa 2 Wochen auf eine mega, mega große Reise geht. Ich werde noch nicht verraten, wohin es geht, aber ihr könnt auch gerne mal raten. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram, da werde ich wirklich alles mitfilmen. Ich werde wirklich jede Kleinigkeit in meine Story posten, berichten und ihr könnt gerne mal schauen, wohin die Reise dann geht. Ich plane dazu auch einen Vlog zu machen, vielleicht auch über mehrere Teile, weil ich 16 Tage lang verreist bin. Und ich glaube, in 10 Minuten kann man das dann einfach nicht alles zusammenfassen. Deswegen
Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, wohin die Reise gehen könnte. Ich habe heute meinen Reisepass endlich nach 9 Wochen Wartezeit abgeholt. Ich habe mich einfach so gestresst, weil ich nicht wusste, ob der noch rechtzeitig ankommen wird. Es waren einfach 9 Wochen, 9 verdammte Wochen, worauf ich gewartet habe. Und ich habe den am 14. Juni beantragt. Was ist eigentlich los? Es ist einfach so krass, dass man so lange auf diese Kacke warten muss. Man muss für normale Sachen einfach 9 Wochen warten, aber mit Expressversand dauert es nur 4 Tage. Verarschen kann ich mich alleine und dann muss ich auch noch 80 € drauf zahlen und nicht mit mir. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gestresst, weil ich nicht wusste, ob der jetzt noch rechtzeitig ankommen wird. Sonst müsste ich dann nochmal hindackeln und dann vorläufigen beantragen, was dann zusätzlich noch Geld kosten würde und darauf hätte ich aber keine Lust. Ich kämme hier auch nochmal mit diesem Got2b Gel meine Augenbrauen durch. Nicht viel, es ist einfach nur ein bisschen, was ich immer mache. Ich male mir tatsächlich auch nie die Augenbrauen nach, weil ich es irgendwie nicht kann, beziehungsweise meine Augenbrauen sowieso dunkel sind und eigentlich keine hässliche Form haben. Deswegen lasse ich die meistens immer natürlich. Ich habe auch viel auf TikTok gesehen oder auf YouTube allgemein, dass sich die Mädels erstmal die Augenbrauen machen. Ich mache das irgendwie nie, ich mache das immer am Ende. Ich glaube, das machen die, weil sonst der Kleber am Make-up hängt und sich das dann irgendwie abkrustet. Aber bei mir ist das irgendwie noch nie passiert, deswegen mache ich es immer am Ende ein bisschen. Dann sehen die Augenbrauen mehr bushy aus und mehr fülliger. Manchmal benutze ich auch so einen Lip Liner, um die Lippen ein bisschen aufzuwischen oder zu vergrößern, mehr Kontur zu verleihen. Aber heute ist so ein Tag, da benutze ich einfach nur Vaseline. Ich muss auch wirklich sehr, sehr oft Vaseline benutzen, weil meine Lippen durch die Aknomin-Tablette extrem schnell trocken werden und dann richtig krustig werden. Deswegen hilft mir Vaseline dadurch. Das war meine alltägliche Make-up-Routine, die ich sehr gerne mache und die auch gar nicht so lange dauert. Und ich bin der Meinung, dass wirklich jeder das hinbekommen könnte. Es ist nicht schwer, man braucht halt einfach nur ein paar Sachen dazu, die man auch ganz normal in der Drogerie bekommt. Deswegen finde ich es wirklich extrem easy, also total anfängerfreundlich. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir diese Community weiter ausbauen. Ja, genau. Ich plane sehr viele weitere Videos und freue mich dann, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Bye, bye.